Wie kommt man auf eine innovative Idee? Wie setzt man Innovation um? Was braucht man dafür? Welches Mindset braucht man? Das werden wir in dem heutigen Video besprechen. Das heutige Modell, das wir uns anschauen, heißt Theory U. Theory U ist ein Modell, das von Otto Scharmer entwickelt wurde und beschreibt einen Prozess, wie man eine innovative Idee von Null entwickelt. Der Prozess ist, wie der Name schon vermuten lässt, ein U. Dieses U fängt hier am Anfang an. Und wir beginnen in der Phase Downloading. Die Phase Downloading bedeutet, dass wir uns in den Kontext, also dort hineinbegeben, wo sich das Problem befindet. Dort versuchen wir, so viel als möglich Information zu bekommen und dann in einen Dialog zu gehen. Er selber beschreibt unterschiedliche Formen des Dialogs. Das heißt, umso intensiver der Dialog ist, kommt man auf eine Ebene, wo sich dann alle Leute untereinander austauschen und die Erfahrungen von jedem Einzelnen auf die Erfahrungen vom anderen aufbaut. Das heißt, in der ersten Phase heißt es, wir begeben uns in den Kontext, wir beschäftigen uns inhaltlich damit, wir gehen dorthin, wo das Problem tatsächlich stattfindet, wir schauen uns die Prozesse im Unternehmen an, wir schauen uns die Prozesse bei den zukünftigen Kunden an, das heißt, wir versuchen zu verstehen, was das tatsächliche Problem ist. Dann treffen wir uns, reflektieren das, sammeln die Erfahrungen von jedem Einzelnen und gehen wieder hinaus. Wenn wir dann zu dem Punkt kommen, dass wir sagen, okay, wir haben genügend Informationen, um daraus den nächsten Schritt zu setzen, dann ist ein sehr spannendes Momentum. Dieses Momentum heißt oder definiert er als eine Phase, wo man sich in die Ruhe begibt. Das heißt, man geht wohin, wo man sich entspannt, wo man in Ruhe nachdenken kann. Wenn man genügend Informationen zusammenbekommen hat, dann heißt es, sozusagen die Informationen bei sich verarbeiten zu lassen und daraus ein Gefühl zu entwickeln. Man geht laufen, man geht spazieren, man geht wandern, man geht wohin, wo es für einen selbst die Möglichkeit gibt, nachzudenken. Und von dort, und er beschreibt das sehr nett in seinem Buch, lässt man die Zukunft durch sich hinaus in die Welt kommen. Und er nennt diese Phase hier Presensing. Presensing. Aus dieser Phase heraus kommt man mit einem Gefühl, nämlich man startet beim Downloading, beschäftigt sich im Kontext mit den Inhalten, mit den Themen und dann kommt es in die nächste Phase und das ist in die Prototypenphase. Nämlich mit dem Gefühl, wo man sozusagen die Welt durch sich, also durch das Gefühl, mit der man die Zukunft durch sich hinaus in die Welt lässt, fängt man an, die Themen zu testen, zu entwickeln, zu testen und wieder am Kunden, an den Partner sozusagen zu schauen, ob das auch die Zukunft ist. Und daraus entwickelt man dann die nächsten Schritte und das Unternehmen heraus. Das heißt, Theory U beschreibt ein Modell, wo man sehr schön von einem definierten Anfangspunkt sich in den Kontext setzt und von dort sukzessive gemeinsam an den Themen arbeitet, um dann in eine Prototypenphase zu kommen und aus der Prototypenphase heraus das Projekt umzusetzen. Ich für mich verwende diesen Prozess in sehr unterschiedlichen Phasen. Zum Teil auch, wenn es um kleine Themen geht, die man verändern muss, wenn man persönlich etwas verändern muss, nutze ich diese Elemente. Das heißt, ich beschäftige mich damit, ich lese Artikel, ich versuche tief in die Materie einzusteigen. Und dann gehe ich aber in einen Punkt, wo ich alles hinten anhalte und ich gehe spazieren. Also ich selber, für mich ist der Weg spazieren. Mein Spaziergang ist immer vom Schwedenplatz bis zur Nordbrücke und von der Nordbrücke wieder bis zur U1 Donauinsel. Das sind ungefähr 2 Stunden. Ich setze mich dazwischen hin, mache meine Notizen und ich nutze das für meine Phase in der Umsetzung. Und daraus gehe ich dann in die Prototypenentwicklung. Und wenn ich hier zu einem Punkt komme, okay, ich muss es wieder neu reflektieren, mache ich wieder für mich einen Loop und nochmal einen Loop, um daraus sozusagen die nächsten Schritte zu setzen und sukzessive eben, und das ist so schön, die Zukunft durch sich hinaus in die Welt lassen. Damit wünsche ich viel Spaß bei der Umsetzung der eigenen Innovationsprozess und ein großes Tschakka!